Scheiße, dumm gelaufen. Hier leider diese Delle viel zu spät gesehen, mit 60 oder so reingefahren. Das sieht jetzt auch überhaupt nicht so tief aus. Genau, und das gab einmal einen rechten Knall und ein... Da wusste ich schon, das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Scheiße. Keine Ahnung, was es ist. Gepäck. Jo, das heißt, wahrscheinlich Pamplona und eine längere Pause. Okay, mir ist überhaupt nichts passiert. Sonst Moped. Okay, jetzt muss ich hier eine Lösung finden für. Das könnte ein bisschen dauern. Ja. So, ich habe nun das Verbindungsstück, das eigentlich die zwei Seitentaschen abstützt, gegeneinander rausgenommen. Das war total verbogen. Ja, die Taschen, also den einen Seitenträger habe ich ein bisschen rausbiegen können, aber da ist eigentlich alles verbogen, was verbogen sein kann. Ich versuche jetzt, oder ich hoffe, möglichst schnell Asphalt zu erreichen und dann etwa eine Stunde bis Pamplona da zum Aprilia-Händler zu kommen, um mit dem dann zu besprechen, wie es weitergehen soll. Schade, schade, das hat mir jetzt echt sowas von gefallen, diese Strecke, wahrscheinlich ein bisschen zu fest. So, Asphalt ist erreicht. Wie ein Bachbett, sage ich dem mal wieder. Wow, was erwartet mich hier noch? Shit. Ich bin heute zu schwach für den TED oder der TED ist zu hart für mich. Guten Morgen, liebe Leute. Dr. Traktor und TED again. Ich habe gestern eine 300 Kilometer Rückfahrt oder wie auch immer gemacht von Pamplona in den Enduro Park Isabena in der Nähe von Graus, mitten in den Pyrenäen. Wie gesagt, das ist ein Enduro Park, Campingplatz mit Pool und allem, wunderbar, bestens, auch für Enduro-Trainings natürlich, so wie es der Name sagt. Und die vertreiben unter anderem aber auch Enduristan-Sachen und das sind die einzigen, die das machen hier im Norden von Spanien. Ich habe jetzt eben, wie gesagt, die Enduristan Blizzard L-Tasche montiert. Die Racks von den La Poderosa habe ich dran gelassen. Die Taschen nehmen mir ein wunderbar nettes Schweizer Pärchen zurück in die Schweiz. Miro, danke nochmal. Die Schrauben, die sind so unglaublich verbogen und da habe ich zurechtgebogen. Ich habe einfach Angst, wenn ich da eine rausnehme, dass ich die zweite dann abbreche oder so und dass das dann das Ganze unstabil ist. Deshalb ist das Rack noch dran. Ich kann die Taschen auch nicht viel weiter nach hinten setzen, weil diese Rücksitztasche, die Lowrider-Tasche, die steht jetzt auf den Enduristan-Taschen. Hinten ist sie fest auf dem Sitz oder auf dem Rack. Also ja, ich denke jetzt mal, das geht. Das ist alles andere als optimal. Für den Moment kann ich jetzt mal meine Reise so fortsetzen. Das ist das Hauptziel. Ich bin auch nicht mehr ganz so breit, bisschen schmaler. Aber was ich überhaupt nicht toll finde, ist, dass die Form mit dem Packen ist also echt doof. Ich möchte nicht wissen, wie die T-Shirts aussehen, wenn ich die hier rausnehme. Ist jetzt halt so, sie sind dabei und ja, genau. Weiter geht's auf dem TED. Ich bin von, was heißt das, La Roda de Isabena oder sowas, jetzt da über die Berge gefahren. Das war asphaltiert grundsätzlich, aber super ausgewaschen und oft kindskopfgroße Steine waren da reingespült in die Straße. Ich hatte höchste Bedenken, dass, wenn es dann wirklich Offroad wird, dass es fahrbar ist. Es war jetzt da unten der Einstieg auch recht grob, aber wenn das so bleibt wie hier, ist es easy fahrbar. Werde ich jetzt machen mit dem TED. Weiter Richtung Westen. Ich habe vergessen zu sagen, ich war in Pamplona bei Vian Moto irgendwie was.
habe ich Inspektion gemacht, Service, 10.000 Kilometer. Nach 300 Kilometern kam diese Werkstattlampe da unten wieder. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Das ist jetzt zum 3. Mal auf der Reise. Ich war ganz normal mit Tempomat 90 auf der Hauptstraße unterwegs, kurz vor Isabena. Bling. Scheiße ist das, ich kann mir nicht vorstellen, was es ist. Ist es nun mal, ich werde das jetzt ignorieren. Ich kack mich an, da alle paar Meter wieder in die Werkstatt zu fahren, Trinkgeld liegen zu lassen, damit die den Fehlercode auslesen und den Fehler löschen. Watch the birds when they fly across the world. Weights can't lift you up. You can find a way to drop them. When the new ones weigh you down, you'll be on top of them. Oh, don't mind the fall. Break down on when it burns. It has to hurt. Every single turn. Don't beg your pardon. You're not someone's victim. It has to hurt. Just has to hurt. It's how we learn. Don't be concerned. It has to hurt. Yes, every single turn. Don't beg your pardon. You're not someone's victim. It has to hurt. Your song to sing no more. Goodbye, blame. Weights can't lift you up. You can find a way to drop them. Ich hatte mich in Sardinien schon mal in so eine Lage gebracht. Da wollte ich dann nicht mehr zurück damals. Ne. Guck mir was an, wieder mal. Ein bisschen zu arg. Wenn das diese Passage wäre und ich wüsste, es geht da easy weiter, ja. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass das unten noch schlimmer wird, drehe ich jetzt lieber um und fahre diese, was waren das jetzt, 7, 8 Kilometer zurück, suche mir eine neue Route. Ah, shit. So, das war der Einstieg, wo ich meinte, der wäre ziemlich grob gewesen. Wenn ich mir das da oben angucke, war das nichts dagegen. Ui. War das Hinterrad weg. Weights can't lift you up. You can find a way to drop them. When the new ones weigh you down, you'll be on top of them. Oh, don't mind the fall. Break down on when it burns, please. Don't be concerned, 'cause it's how we learn. It has to hurt, it has to hurt. Every single turn. So, gucken wir mal, wo es weitergeht. Abenus, so, 2 Orte. Ich habe nur einen gesehen, die Ruine da oben.
Ja, okay. Seltsam, TomTom kennt eine Straße, die hier hochgeht. Hier ist überall Sackgasse. Ja, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Das Einzige ist die Straße, die ich hochgekommen bin, die war asphaltiert, Ted. Jetzt nicht mehr. Troncedo, alle Richtungen, Troncedo. Dann werden wir mal in alle Richtungen fahren. Schauen wir das doch mal an hier. Okay, TomTom kennt das zwar auch. Ah, gucken wir mal. Sieht schon eher grober aus, aber naja. Übel. Hier ein Bachbett, sage ich dir mal wieder. Wow. Oh, der. Wow. Das ist ja aber ziemlich heftig. Ha, wirklich eine Steigung, nicht wirklich eine Steigung, aber ei. Echt eine wilde Angelegenheit hier. Ha. Ich bin schon froh, war die Piste hoch, asphaltiert, weil ist ja nicht mehr fahrbar, wenn es so wie hier war, ein bisschen heftig regnet. Ich denke, die Unterlage die ist einfach sehr sandig, spröde, mal so. Boah, seltsam, manchmal greift die Bremse vorne immer mit einer Sekunde Verzögerung. Erst hatte ich jetzt schon zweimal. Schon wieder, irgendwas ist da nicht gut. Shit. Ei. Heftigst. Scheiße, falsche Seite. Na, das war nicht so toll. Waren wir halt im Graben. Hui. Ich und Schlamm. Bin schon sehr irritiert, dass TomTom das kennt. Ei. Autsch. Wow. Wow, was erwartet mich hier noch? Meine Herren, ey. Shit. Ja, wenn ich mir das angeschaut hätte, hätte ich das nicht gefahren. Ich möchte jetzt aber echt da nicht mehr zurück und hoffe, das hat dann irgendwann ein Ende. Boah. Das ist beinahe Hard-Enduro Trial für mich mit den doch 270 Kilo. Nee, so viel sind es nicht ganz, aber meine Herren, ey.
50 Kilo Gepäck habe ich bestimmt. Wie immer zu viel, aber das ist jetzt normal, was ich mitschleppe, um euch das Ganze auch näher zu bringen. Okay, 800 Meter, dann ist eine Abzweigung. Ob das dann was Gutes verheißt, keine Ahnung. Todas Direcciones. Joder! Bin um jeden Meter froh, der nicht so anspruchsvoll ist. Oh lala. Jetzt sieht das wieder heftigst aus. Oh. Welche Seite? Rechts. Abzweige und was das jetzt auch immer heißen mag. Oh, fuck, ey. Oh. Oh. Scheiße, Mann. So, kurz verschnaufen hier. Ich vermute, das geht jetzt genau gleich weiter. Ich denke, ich habe 2/3 geschafft. Okay, also genau. Wieder abgestürzt, ja, viele Abzweigungen gibt es da nicht. Macht jetzt halt nicht mit das Handy. Deshalb werde ich dann auch gelegentlich wechseln auf Garmin, weil TomTom das nicht macht, was ich will. Und Handy, das überhitzt halt, wenn die Sonne so drauf scheint. Okay, ich schätze, das sind etwa 3 Kilometer, vielleicht dann 4. Dann bin ich wieder auf einer Straße, die eine Bezeichnung hat. War zum Glück nicht so tief und nicht ganz so schlammig wie erwartet. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Ich meinte, der Name wäre Jaime gewesen. Einer der Jungs, die mir da am Pic Negre geholfen haben, das Motorrad hinzustellen, der gab mir nochmal den sehr gut gemeinten Tipp, solche Klippen eher langsam zu fahren. Ich war da in letzter Zeit eher auf die Hammer-Methode drauf losgestürmt, für meine Verhältnisse. Und das bezahlt sich jetzt aus. Ich habe mir jetzt das 2-3 Mal wieder jeweils durch den Kopf gehen lassen. Das hat jetzt geholfen. Manchmal halt ein bisschen ungestüm mit der Drehzahl. Aber das ist dann halt einfach zum einen die Nervosität, zum anderen, dass ich den sicher nicht abwürgen möchte und dann echt nur mit der Kupplung spielen, weil in so harten Passagen das Momentum zu verlieren, da wieder neu anzusetzen, ist beinahe unmöglich. Dann machst du das dann besser zu Fuß irgendwie. So, was haben wir denn hier? Noch keine Straße. Das sieht ja arg nach Bachbett aus.
So, ich schätze noch 1 Kilometer, dann habe ich mal wieder höchstwahrscheinlich Asphalt erreicht und wahrscheinlich mit das härteste Stück, was ich je Offroad gefahren bin, hinter mir. Sardinien war schon auch sehr krass. Da war es vor allem dann auch steil, aber nicht ganz so wild. Okay. Troncedo. Caballera? Okay. Viele solche Stücke möchte ich nicht fahren. Nee. Oh, jetzt bin ich ja gespannt auf dieses Abenteuer. Gerade eben zweimal den Einstieg oder den Abzweiger verpasst. So wie es scheint, habe ich jetzt den richtigen Einstieg wieder. Und das sieht jetzt mal noch nicht so arg aus. Deshalb fahre ich jetzt doch da mal lang. Es sah nicht arg aus. Liebe TED-Gemeinde. Mach ich's nicht. Das vorher war mir eigentlich zu arg. Ich bin nicht auf der Suche nach irgendwie eine Bestätigung oder irgendwie was. Es ist super soft. Ich hätte es bleiben lassen sollen. Das sah wieder mal überhaupt nicht arg aus von unten. Ist aber so super soft, ey. Mache ich jetzt. Ich habe es ja hoch geschafft, aber ist schon zu arg hier. Echt. Das sah jetzt echt nicht so übel aus. Ja, ich mag ja echt zu ängstlich sein für viele von euch, aber ich bin alleine. Und was habe ich gelernt in Korsika? Auch wenn es weich ist, vorne bremsen. Auch wenn die Natur sagt nein, grundsätzlich. Aber die Bremskraft, die ist nun mal vorne. Hinten kommt das nur ins Rutschen. Ich bin heute zu schwach für den TED oder der TED ist zu hart für mich. Ich habe mir echt 2-3 Mal versucht, hinter den Einstieg geguckt und nee, Leute, das ist mir zu hart. Ich werde mir dann noch heute Abend was überlegen, was ich dann noch in den nächsten Tagen. Schon super hübsch, das Sträßchen, alles kleine Sträßchen jetzt. Eigentlich gefällt mir das so wunderbar. Okay, es dürften ein bisschen mehr Kieswege sein, aber das grobe Geröll, alles wild, nee, das war einfach, nee, zu hart. Ich genieße jetzt gemütliches Cruisen auf diesen kleinen Straßen hier, super geil. Ja, es kann auch schön auf Asphalt. So schön hier die Strecke. Nochmal ein Fotostopp. Die Panoramastrecke, um die Pyrenäen zu sehen. Ist doch eine hübsche Route, echt geil. Muss man erstmal draufkommen, was soll ich da sagen. Und das gestern war mir einfach zu heftig auf dem TED, aber sowas ist schon sehr geil. Sieht aber steinig aus. Ja, ich glaube, dieser Abstecher hat sich gelohnt. Da bin ich ja richtig gut gelaunt. Ja, also das möchte ich jetzt dann nicht mehr hoch. Shit.